So, Test, Test. Ich hoffe, ihr hört mich alle. Hi Muro. Test, Test. Jawohl. So. Ja, willkommen bei einem weiteren Livestream. Danke fürs Zusehen. Heute mal etwas speziell. Wir machen heute das Grand Prix Finale, Holland. Und fahren alle 8 Rennen. Ich habe bis jetzt nicht ein Rennen gemacht. Deshalb machen wir zusammen alle 8 Rennen, Leute. Wir hoffen natürlich, dass da was Gutes bei rauskommt. Wir fangen gleich auch an. Warten noch ein bisschen, bis wann der ein oder andere auch noch hier einmarschiert in den Chat. Wie sieht es bei euch aus? Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ihr habt ein gutes Finale gehabt. Habe 251 Punkte erreicht bei Champions. Sehr, sehr gut. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass ich meine 250 schaffe. Ich springe mal kurz hier in die Liste rein. Mal gucken, wo wir mit 251 Punkten wären. So, ja hier. Da wären wir auf Platz 25 aktuell. Mit 251 Punkten. Wie sieht es bei dir aus? Zurzeit Platz 27. Ja, genau. Ja, ich hoffe, dass ich auch diese Punkte fahre, Muro. Bin ich ehrlich. Wäre auf jeden Fall zufrieden. Die Gruppe scheint nicht so stark zu sein. Also, naja, sagen wir so, ist schon stark, weil ist ja das Finale. Allerdings kriegen wir das schon irgendwie hin. Ich hoffe. Ich hoffe doch. Noch hier. Gucken wir uns noch mal kurz an, hier Fahrer. Ich hatte überlegt gehabt, auch eventuell Russell in Holland einzusetzen, wegen Können bei Nässe halt, ne, weil es regnet ja auch. Allerdings, ja, mir fehlen noch die letzten 3 Teile, um ihn dann auch auf 6 zu haben. Dann würde ich ihn auf jeden Fall auch benutzen. Setup fahren wir mit Mirage in Zandvoort. Wir switchen das Getriebe von Strecke zu Strecke. Von daher müssen wir mal schauen. Ja, wir werden wie gestern auch, wie auch eigentlich immer, für die Leute, die hier schon öfters einschalten, ihr wisst ja, dass ich eigentlich mit Spirit sehr gerne fahre und bei Strecken wie zum Beispiel Holland oder Singapur benutze ich sehr, sehr gerne Mirage, damit wir einfach mehr Grip haben. Also das heißt hier für uns, dass wir in Holland definitiv mit Mirage fahren, dann mit Belgien fahren wir dann auch wieder mit Spirit, Japan fahren wir auch wieder mit Mirage, Bahrain mit Spirit, Spanien mit Spirit, Emilia-Romagna mit Spirit, United Kingdom, also Silverstone auch mit Spirit und Holland dann als letztes wieder natürlich mit Mirage. So fahren wir, ja, das ist das Setup, damit wir alle auch Bescheid wissen, mit was für ein Setup wir hier fahren. Und Leute, ja, sagen wir mal so, wir springen mal rein, wir springen mal in das erste Rennen, hoffen natürlich auf einen guten Gegner, also auf einen Gegner, der weniger Teampunkte hat wie wir. Ja, aber das stecken wir halt nicht drin. Das ist halt immer so ein Ding. Wie gesagt, Fahrer, check, Setup, check. Und das heißt für uns, dass wir reinspringen. Ja, vergesst im Video nicht ein Like dazu lassen, Leute. Ich versuche, das wäre schön, wenn wir jede Woche ins Finale kommen würden. Dann würde ich definitiv auch einen Livestream machen. Damit wir einfach auch sehen, was hier abgeht. Ja, live finde ich immer schöner, als wenn ich ein Video aufnehme. Von daher, lass uns hier die Party rocken. Lass uns hier rocken, lass uns hier Gas geben. Hoffen auf Regen. 15,81, ja, das ist gut. 30 Teampunkte mehr wie wir, das ist okay. Mir kommt das immer so vor, wenn wir gegen Leute fahren, die wirklich 100 Teampunkte mehr haben, dass unsere Fahrer dann immer so ängstlich sind, ja, kein Selbstbewusstsein haben. Ja? Also schon die Qualifikation sieht da schon ein bisschen komisch aus dann und ja, ist halt dann immer so ein bisschen gemischt. So, Quali 14 und 17, er fährt mit Esteban Ocon auf Platz 8, das ist schon krass. So, wir fahren mit Charles Leclerc, mit Hex, kommen wir raus und Max Verstappen kriegt den Prince Boost rein. Und ja, es regnet, lass uns auf einen guten Start hoffen, lass uns auf ein gutes Rennen hoffen und lass uns hier die Party rocken. Und los geht's, wir boosten am Anfang, wie immer. Hoffen, dass wir gut wegkommen, weil im Mittelfeld ist immer so ein bisschen Chaos. Hoffen wir nicht, dass wir so viele Plätze hier verlieren. Hoffen wir natürlich nicht. So, geben Gas, komm.
Erste Kurve kommen wir gut weg, ist okay. 14 und 15. Gehen jetzt hier runter vom Gas. So hier. So und entspannen uns ein bisschen, versuchen auch ein Gap zu öffnen natürlich, damit wir dann jede Menge Platz nach vorne haben, damit wir dann auch überholen können. So, hier können wir eventuell ein bisschen Gas geben mit Hex. Wir haben, oh nein, da haben wir wieder zurückgeholt den Platz, das ist gut. Wichtig ist, gar keine Position zu verlieren. Im Gegenteil, Position gut zu machen in den ersten 3 Runden oder 4 Runden. Und wenn wir dann pitten, nach unserem ersten Boxenstopp, dann können wir Gas geben. So, jetzt hier Hex sollte Platz 14 locker klären, Platz 13, sorry. Gegner macht Fehler. Gegner macht Fehler, das ist sehr, sehr gut für uns. Charles Leclerc hat da mal ein paar Positionen gut gemacht. Verstappen enttäuscht mich gerade ein bisschen. Trotz mit Prince Boost blockt er nicht das, was wir blocken müssen. Wir sind auch mal gespannt, wann der Gegner reinkommt. Ich hoffe, der Gegner macht eine falsche Strategie. Hier, dass er dann auch zur 5. reinkommt, das wäre natürlich super. So, hier nochmal Gas geben mit Charles Leclerc. Wir können mit beiden, so wie es aussieht, sehr schön hier von Charles. Der ist wieder am Fliegen hier, so wie gestern in Imola. So, und Max Verstappen da, Platz 15, sehr gut. Platz 14, sehr, sehr gut. So, und da bleiben wir jetzt auch erstmal. So, die Position versuchen wir schön zu halten. Jetzt hier, wir kommen mit beiden Fahrern in der 4. Runde rein, machen einen Doppelpitstop. Versuchen jetzt hier natürlich mit Charles Leclerc jetzt Vollgas in der letzten Runde, bevor wir dann in die Pits kommen. Wurden jetzt mal kurz nochmal geblockt von Esteban Ocon hier vor uns, müssten ihn aber jetzt überholen. Jawohl, gehen auch nochmal kurz in Führung. Sehr, sehr schön. Und wie schon gesagt, Charles Leclerc bleibt jetzt hier auf Gas. Max Verstappen bleibt ein bisschen auf Verteidigen. Wir hoffen, dass wir hier mit Charles noch Perez vor uns noch klären. Aber nein, ist auch sowieso nicht so viel Platz, also halb so wild. Kommen jetzt mit beiden in die Pits, wie gesagt, mit beiden. Und danach können wir mit der Brechstange versuchen, hier Position über Position gut zu machen. Charles Leclerc hat ein bisschen im Stau, Gegner kommt auch, Doppelpit. Doppelpitstop und raus. Schnell raus, wir dürfen hier keinen verlieren. Kommen hier raus auf Platz 8. Und Platz 14. Platz, ja, wo sind wir? Platz 15, okay. Alles entspannt. So, und jetzt muss Max Verstappen mir auch zeigen, was er kann. Es muss keiner mehr pitten. Und da, einfach mal alle, wirklich alle, kamen hier zur 4. Runde in die Pits. Wie wir sehen. So, jetzt hier, Charles Leclerc darf mich nicht enttäuschen. Max Verstappen macht jetzt hier die erste Runde nach dem Pitstop eigentlich sehr, sehr gut. Wir sind hier noch hinter Esteban Ocon und bleiben hängen. Das ist unglaublich. Unglaublich, trotz mit Hexboost bleiben wir hier hängen. Schaut euch das an. Wir gehen mal auf Verteidigung. Max Verstappen macht gute Arbeit hier auf Platz 12. Das ist schon mal gut. Wir kommen hier ja, das müsste Ocon sein, ja. Wir bleiben einfach hängen an ihm. Ja, sehr, sehr ärgerlich auch. Kommen nicht an ihm vorbei. Verlieren hier kostbare Zeit. Was uns natürlich auch sehr viel Punkte kostet. So, jetzt hier nochmal auf der Geraden. Jetzt hat Charles Leclerc Platz. Jetzt müsste er mit Schwung an Esteban Ocon vorbei. Nein, will er nicht. Wir verballern hier unseren ganzen Sprit und wir bleiben an Ocon hängen. Das ist so ärgerlich. So ärgerlich, wirklich. Auch unser Max Verstappen hier bleibt jetzt auf Position 11 da, hinter Alonso hängen. Jetzt haben wir Ocon gemacht. Jetzt erst. Alonso hat einen Defekt. Vor uns hier. Das heißt eventuell, dass wir ihn auch mit Max Verstappen noch überholen können. Wir kommen noch Sprit hier. Egal, einfach Gas geben. Kommen schon irgendwie an. Ja, und jetzt macht er da die letzten Plätze. Sehr ärgerlich, sehr ärgerlich. Max Verstappen, Platz 12. 30 Punkte. 30 Punkte im ersten Rennen. Sieht doch schon mal okay aus. Ja. Ziel sind 30 Punkte jedes Rennen. Die müssen wir schaffen. Und mit ein bisschen Glück vielleicht auch eventuell 40 Punkte. So, sah ganz gut aus. Gucken wir uns noch mal kurz das Setup vom Fahrer an. Von unserem Rivalen hier. Sehen wir selber, eine 4-3 sind wir gefahren. Eventuell mit Charles Leclerc hätte sogar eine 3-4 eher gepasst. Gegner fährt mit besserem Setup wie wir. Fährt aber allerdings mit Claw. Ihm fehlt da die Zuverlässigkeit und ja, wie wir auch gesehen haben, nicht unbedingt die
beste Wahl. Lass uns in das nächste Rennen reinspringen, Leute. Wir haben hier einige Rennen vor uns. Wir müssen aber kurz mal das Setup wechseln, wie wir schon gesagt hatten. Gehen hier, Mirage muss raus. Wir müssen Spirit reinmachen. So, sehr gut. Fahren jetzt ein bisschen weniger Teampunkte. Ah, nein, das ist falsch. Hier müssen wir rein. So. 6% Regenwahrscheinlichkeit. Ich bin ja ehrlich, wenn es regnet, bin ich froh. Kommt nochmal Hex ins Spiel. Und wenn nicht, dann werden wir tödlich schnell benutzen und natürlich Holzfäller. Wir brauchen Tempo, wir brauchen Power. Das ist wichtig, erst recht in Belgien gibt es viele lange Geraden, wo wir halt nochmal was gut machen können. Und lass uns auf einen Gegner hoffen hier mit 1400. Das wäre top. 1598, auch okay, 50 Teampunkte mehr, ist alles okay. Ja, können wir noch stemmen. 60, um genau zu sein, 58. Lass uns wieder qualifizieren, so bei 14, 15 da um den Dreh, dann ist auch alles okay. Ja, sieht okay aus, 15 und 16, alles entspannt. So. Und wir sind gestern eine 3-3 gefahren hier. Wir werden heute mal was ganz anderes machen. Ja. Wir werden hier mit Charles, da werden wir auf Softs rausfahren mit tödlich schnell. Gucken wir mal, wie sich das so verhält. Und mit Max Verstappen fahren wir eine 3-3 mit Medium auf Medium-Reifen. So, geben mit beiden am Anfang wieder Gas, wie immer. Hoffen auf einen guten Start, dass wir gut wegkommen. Schön die Innenseite. Ja, und los geht's. Charles Leclerc wurde da mal kurz geblockt von Daniel Ricciardo, so wie es aussieht. Ja, so, das ist schon mal gut hier. Max Verstappen hat den Rivalen da auch schon überholt. Können jetzt auch vor ihm bleiben, hoffen wir mal. Hatte da jede Menge Schwung und dann hat er plötzlich den Platz wieder abgeben müssen und gibt sogar noch mehr Positionen ab. Unglaublich hier von Max Verstappen. Der Gegner versucht uns auch hier zu attackieren. Haben schön geblockt hier mit Charles. Werden die erste Runde entspannen. Schön langsam hier. Hier können wir wieder Gas geben bei der Start und Ziel. Eventuell dort einen Platz machen. Gucken wir mal, wie sich das hier... Max Verstappen sollte nach innen ziehen, darf hier keine Fehler machen. Gehen wieder runter hier vom Gas. So, und wie gesagt, wir haben wenig Platz hier vorne, können gar nicht überholen, so wie es aussieht. Deswegen kommen wir auch mit Charles Leclerc jetzt in die Pits. Hier eventuell Platz 11, nein, will er auch nicht wissen. Okay, alles gut, verlieren hier mit Max, holen wir uns ihn wieder. Nein, das ist auch unglaublich. Wie kann uns denn da bitte Sebastian Vettel überholen? Ja, auf Unbelievable. Was hat denn der für Reifen drauf? Ah, Softs, okay, der muss jetzt nämlich rein. Das ist gut. So, kommen jetzt hier mit Charles rein und können jetzt mit Max Verstappen Gas geben. Sieht nicht gut aus im Moment, allerdings wird sich das ändern. So, können jetzt hier Gas geben. Sehr gut, Max Verstappen, wie ihr gerade gesehen habt, auch mit Holzfäller. Überholt einfach mal eben den Gegner da vorne. Das ist jetzt die Chance für Charles, hier einiges an Positionen zu machen. Jawohl, Platz 8, sieht doch schon mal gut aus. So, jetzt hier nochmal auf der Geraden. Nein. Komm, in dieser Runde jetzt hier rein. Nach der Runde. Hier nochmal Gas. Wieder runter vom Gas. Wir brauchen Platz. Ja? Mit den Boosts, mit denen wir fahren, brauchen wir Platz. Und das ist halt so ein Ding hier in Belgien. Gucken wir uns mal jetzt hier nach unseren Boxenstopp an, wer noch in die Pits muss und wer noch nicht. So. Ja, gucken wir mal. So, vor uns Kevin Magnussen muss rein, dann ist noch Yuki Tsunoda auf Hard vor uns. Ja, da müssen noch ein paar Leute rein. Hier vor Charles auch. Kommt Charles raus. So, die 2-2 war gut. Wir befinden uns auf Position 10 mit Charles, haben jetzt unglaublich Platz nach vorne. Und jawohl, da. Perfekt, schön gemacht.
Aber unser Max Verstappen da, der hängt da ein bisschen. So, müssen jetzt hier runter vom Gas. Obwohl, ne, bleiben noch weiter auf Gas mit Charles. Haben genug Sprit, haben alles. Ja, und Max Verstappen diesmal mit der 3-3. Sehr ärgerlich, sehr, sehr ärgerlich. Jetzt erst Platz 15. Das Auto, das verhält sich nicht so gut. Ja, hier. Also, Charles Leclerc macht hier noch weiter Position. Sehr, sehr gut. Platz 6 mit Charles. Können weiter auf Gas bleiben. Müssen mit Max Verstappen ein bisschen aufpassen, können nicht so viel Gas geben. Jetzt hier nochmal auf der Geraden, danach müssen wir runter vom Gas. Ihr seht selber, dass der Tempo-Boost hier, Holzfäller, der will nicht so richtig. Charles Leclerc mit tödlich schnell ist wieder am Durchdrehen hier, ist am Fliegen. In Position 4, 32 Punkte. Wie gesagt, nehmen wir mit nach Hause. Sieht doch gut aus. Aktuell. So, gucken wir uns mal das Setup an. Hier Fahrer 7 Esteban Ocon, Max Verstappen auf 6, also Fahrer deutlich besser wie unsere und fährt auch mit besserem Equip. Ja. Aber alles entspannt. Haben wir trotzdem gut gemacht, haben wir gut gewonnen. Alles gut. So, drittes Rennen. 62 Punkte in 2 Rennen, das ist gut. Drittes Rennen ist Suzuka, Regen, also werden wir da auch wieder das Setup bearbeiten müssen, werden hier das Getriebe wieder wechseln und werden auf Mirage springen. Ja, hier brauchen wir auch mega viel Grip und wir hoffen natürlich, dass es regnet. Dann haben wir hier auf jeden Fall auch die Chance. Hier 50% Regen in Suzuka, das ist gut. Danke Ibo, hallo an alle. Danke fürs Zusehen, Leute, habe erst jetzt mal kurz auf den zweiten Screen geguckt. Ja, ich hoffe, ihr genießt die Show. Ich bin wie immer nervös. Es geht ja ums Finale hier. Wir versuchen hier bestmöglich die beste Kiste zu holen. Also jeder Punkt zählt, weil so gesehen ist dann jede Position nochmal ein legendäres Teil mehr. Also versuchen wir hier so gut wie möglich nach vorne zu kommen. Wir hoffen, so wie gestern, dass wir vielleicht in Barcelona oder sogar jetzt in Japan eventuell einen Safety Car kriegen und dass wir dann da auch die richtige Entscheidung fällen und dass wir uns da dann nochmal extra Punkte holen, so wie gestern in Imola. Oder halt auch in Barcelona. Da sind wir Podium gefahren. Sogar einmal Pole Position in Barca. Das war ziemlich geil. So, Japan Qualifying ist trocken. Und wir hoffen jetzt, dass das Rennen Regen ist. Nein, ist es nicht. So, alles wunderbar. 50% und dann haben wir es auch nicht geschafft. Werden hier rausfahren mit beiden auf Medium. Kommen hier raus mit... Wir fahren mit Leclerc mal, ne, mit Max Verstappen, nein, sorry. Wir fahren hier mit Straßenhai und mit Charles Leclerc mit Holzfäller. Ja. Fahren beide auf Medium raus. Werden wir mal schauen, ob wir eine 4-3 mit beiden Fahrern fahren, ob wir auch da eventuell noch einen Undercut machen mit dem Vordermann. Werden wir im Rennen sehen. Wieder Start geben, wieder Gas geben am Anfang. Versuchen, Position gut zu machen. Ja, kommt Jungs. In Serie 12, wenn wir in den Duellen fahren, dann da sind die manchmal am Durchdrehen, ja, beide. Da fährt der eine da auf Platz 7 oder auf Platz 8 und der andere fährt dann irgendwie auf Platz 10. Und im Grand Prix sehe ich einfach nichts davon. Und das ist so ärgerlich, dass wir einfach keinen Superstart hinlegen können, ja, in den Grand Prix. So, wir haben jetzt hier mit Max Verstappen, haben wir den Rivalen überholt, der sogar auf Softs unterwegs ist. Das passiert uns auch mal, das ist auch schön. Und versuchen ihn jetzt so gut wie möglich zu blocken. Also wir werden überhaupt gar kein Gas geben hier mit Max Verstappen. Ja, überhaupt nichts. So, hier mit Charles jetzt Gas geben. Hat ja auch Holzfäller, was ein bisschen besser ist. Oh, da blockt er immer noch. Ja, schaut euch das an von Max Verstappen hier. Perfekte Arbeit hier gegen unseren Rivalen. Das sieht sehr, sehr gut aus, dass wir ihn einfach so gut wie möglich blocken. Er muss so gesehen in der dritten Runde rein. Jetzt ist er an uns vorbeigekommen. Schade, aber alles okay, alles entspannt. Charles Leclerc macht nicht unbedingt die Arbeit, die wir wollen. Vor uns hier Esteban Ocon auf hart, aber den kriegen wir einfach nicht. Ihr seht selber, er öffnet sogar Gaps. So, jetzt hier nochmal, komm. Hier können wir ein bisschen Gas geben. Sieht auch gut aus, wir können mit beiden Fahrern in der vierten Runde rein und können sogar noch Gas geben. Oh, jetzt hat Charles sogar noch hier Platz 11, also Ocon haben wir jetzt geklärt.
versuchen ein bisschen Abstand hier zu gewinnen und werden dann in der vierten Runde Vollgas geben. Mit Charles, natürlich. Max Verstappen. Ah, come on. So, jetzt wieder zurückgeholt. Perfekt. Diese Kurve da unten da, das ist unglaublich. Da verliert man manchmal Position. Aber hier müssen wir mit Charles jetzt doch, so viel Gas können wir nicht geben. Der Gegner bleibt auch draußen. Alles entspannt, aber sieht gut aus. So, gehen auch mal kurzzeitig jetzt in Führung, weil unser Gegner da auf Softs rausgekommen ist. Ich fahre auch manchmal auf Soft hier in Japan raus, aber ihr seht jetzt auch hier das Straßenhai. Also wenn ihr so fahren solltet mit dieser Strategie, dann benutzt bitte Straßenhai mit dem Vordermann. Weil ihr seht selber, ich habe noch unglaublich viel Profil hier mit Max Verstappen und der hätte in der letzten Runde auf jeden Fall auch Gas geben können. Und das ist jetzt schade, weil dann haben wir keinen großen Gap zwischen unseren Fahrern, die jetzt nämlich in die Pits kommen. So, jetzt kommen wir rein. Wir wurden nicht gestört bei der Einfahrt. Das ist sehr, sehr gut. Wir verlieren vielleicht, eine halbe Sekunde haben wir jetzt verloren. Alles okay. Aber bei der Boxenausfahrt hat uns wieder Ocon hier, hat uns wieder gestört. Ey, das ist so ärgerlich, wirklich. So, Rivale fährt mit Lando Norris hier, wie wir auch sehen, auf Medium. Der war vorher auf Softs. Das heißt, er wird die nächsten 4 Runden sehr langsam fahren, wenn sogar nicht nochmal pitten müssen. Und wir hoffen, schauen uns mal hier an. Hier muss einfach keiner mehr rein. Hier haben wir noch vor, Max Verstappen kann auf jeden Fall noch einen Platz machen. Nicolas Latifi muss nämlich in die Pits. Charles Leclerc hat jetzt Alonso gemacht, ist jetzt hinter Ocon. Und wir hoffen natürlich auch, dass wir ihn auch klären. Hier eventuell, nein. Japan ist so eng. Das ist kein Circuit, den ich wirklich, also ich mag den Circuit absolut nicht. Japan ist einfach zu eng, man kann da kaum überholen, man braucht viel Platz und selbst mit viel Platz kommt man auch nicht vorbei. Hatte ich ja letztes Mal schon mal angesprochen, China, der Circuit, der war letztes Jahr einfach ein Traum. Ihr seht selber, Max Verstappen verliert sogar hier noch eine Position an Kevin Magnussen. Ja. Was soll man dazu sagen hier? Jetzt haben wir Bottas und Magnussen, die sich da vorne hier prügeln und wir kommen einfach nicht an die vorbei. Jetzt haben wir Kevin Magnussen überholt. So, wir haben jetzt vor uns hier. Come on. Was ist denn los hier? Wir wollen noch ein paar Plätze machen. Wir brauchen noch ein paar Punkte hier. Japan, gestern, glaube ich, haben wir 25 Punkte eingefahren. Das war auch nicht unbedingt gut, aber wir stehen heute ein bisschen besser. Machen jetzt hier sogar noch einen Platz mit Charles. Sehr schön. Versuchen hier den Rivalen anzugreifen. Nein. Tolles Rennen. Der Rivale hat auch eine gute Strategie hier gehabt. Geht hier auf mega lang mit Lando Norris. Sollte jetzt auch kein Profil mehr haben. Max Verstappen macht noch Platz 13. Charles Leclerc kommt Platz 8 nach Hause. Alles okay. Und unser Max Verstappen auf Platz 13 sind 29 Punkte. Das ist okay. Haben leider das Rennen auch verloren, aber halb so wild. Halb so wild. Schauen uns mal das Setup an. Mirage und Claw. Ja, kommt dann natürlich mit mehr Power. Wie gesagt, Japan ist so ein Ding. Japan ist mega eng alles. Ist nicht leicht zu überholen unbedingt. 3 Rennen haben wir gemacht. 91 Punkte. Das sieht gut aus. Das sieht doch okay aus. So können wir uns doch auch hier bewegen. Springen in das nächste Rennen. Das wäre Bahrain. Da müssen wir aber kurz wieder das Setup wechseln. Und dann springen wir direkt in das nächste Rennen, Leute. Ich will euch gar nicht warten lassen. So. Haben wir gemacht. Strecke war, habe ich schon wieder vergessen. Strecke ist Bahrain. Bahrain brauchen wir auch Tempo. Hoffen, fahren wir hier mit tödlich schnell und Holzfäller. Holzfäller tut mich ein bisschen enttäuschen heute. Keine Ahnung, was da los ist. Straßenhai hat jetzt zum Beispiel war auch sehr, sehr gut. Also werden wir auch Straßenhai, denke ich mal, benutzen und tödlich schnell. Wenn man sich hier vorne platziert in Bahrain, dann kann man eine 3-3-2 fahren und eine 2-3-3. Das ist ziemlich geil. Auf Softs, dann geht man auch eine Runde fliegen hier, wenn man ein gutes Setup hat und natürlich auch die guten Boosts, also tödlich schnell und Straßenhai oder auch Hex bei Regen. Hex kann man auch bei trockener Fahrbahn benutzen. Aber jetzt haben wir hier 100 Teampunkte mehr. Das ist genau das, was wir eigentlich vermeiden bei den Grand Prix, aber da stecken wir halt nicht drin.
Hoffen auf eine gute Quali. 23 Grad in Bahrain. Sollte auch nicht regnen. Warum auch? Ist ja auch in Bahrain. Oh, ist doch gut. Ist doch ein gutes Quali. 15 und 16, bin sehr zufrieden damit. So. Wir gehen raus mit Max Verstappen, mit Straßenhai. Und mit Charles Leclerc, da gehen wir auch mal hier wieder auf volle Kanone rein. Aggressives Fahren, ich weiß, nicht unbedingt die beste Entscheidung manchmal. Aber ich liebe es so zu fahren, weil wenn der Fahrer mal ein bisschen ausrastet und es braucht wirklich nur eine Runde, dann kann man direkt viele Positionen machen. Und los geht's. Gegner kommt raus auf Hard und auf Softs. Pierre Gasly und Lando Norris. Komm hier. Selten so einen scheiß Start gehabt. Boah, da kann man doch gar nichts mehr retten. Bin jetzt auch ein bisschen sprachlos, Leute, aber wir kämpfen uns nach vorne. So, jetzt hier eventuell ein bisschen auf Verteidigen. Die Tempo-Boosts sind drin. Wir sollten eigentlich keine Position verlieren, wenn wir auf Verteidigen gehen. Ja, aber da vorne auch wieder, ey, wir müssen hier diesen Lando Norris klären, also unseren Rivalen, weil der stört uns extrem. Das ist nämlich genau so ein Problem, dass wenn unser Rivale da einfach die falsche Taktik dann fährt und dann kann man halt nicht an ihm vorbeifahren. Wie denn auch? Der hat ja 100 Teampunkte mehr wie wir. Das ist nämlich das Problem. Ihr seht selber, Charles Leclerc tut da sich echt querstellen, deswegen kommen wir jetzt auch in die Pits mit ihm, versuchen den Gap zu schließen zum Vordermann. Ja, was sehr wichtig ist, dass wir da auch noch mal ein paar Sekunden retten, so gesehen. Aber die ersten 2 Runden, Katastrophe. Wirklich eine Katastrophe. So, hier können wir jetzt auch noch mal Gas geben mit Max. Wir müssen warten, bis wann sich dieses Feld jetzt hier lockert. Ja, hier in Bahrain. Es ist keiner in die Pits gekommen, wie wir auch gesehen haben in der zweiten Runde. Das ist eigentlich nicht gut. So, jetzt hier können wir nochmal mit Max ein bisschen Gas geben. Wie sind denn die Leute hier alle draußen? Die sind alle auf Medium und auf Softs, ja, ganz viele hier vorne, ja. Ein paar auf Hard und die stören halt. Sehr schön hier von Charles Leclerc, der auf Verteidigung fährt und trotzdem hier noch ein paar Plätze macht. So, jetzt hier müssen wir jetzt, genau, da müssen wir jetzt ein paar Positionen gut machen mit beiden Fahrern. Sehr schön. Gehen nochmal kurzzeitig in Führung jetzt. Das ist auch gut. So, jetzt müssen wir auch mit Max Verstappen in die Pits. Kriegen den Rivalen nicht überholt. Hier Pierre Gasly auf Hard vor uns. Sehr, sehr schade. Haben auch zu viel Tempo. Ihr seht, das Auto schlendert hin und her. Wir müssen dann auf Mirage wechseln. Eigentlich auf Bahrain. Hab gedacht, dass wir hier mit Spirit bessere Arbeit leisten, aber nein, das Auto schlendert herum in den Kurven, was sehr, sehr schade ist. So, jetzt hier nochmal schön Gas geben mit Charles, eventuell Platz 13 klären. Nein, will er nicht. Ach, so ärgerlich, so ärgerlich. Wir müssen jetzt auch mit ihm pitten, können aber danach die nächsten 3 Runden hier Vollgas geben. Hier nochmal ein bisschen Gas geben. Wir müssen uns jetzt auch ein bisschen konzentrieren hier. So, jetzt hier Gas, Gap schließen, bevor wir reinkommen in die Pits. So, rein. Gegner kam auch nochmal rein, ist auf Medium gesprungen. Ja, ihr seht selber, Gegner hält uns hier auch ab, der Rivale, allein den Rivalen zu überholen, ist ja das Problem. Aber das müssen wir ja machen, weil der stört uns ja hier komplett. Ja. Müssen auch aufpassen, hier mit Max können wir nicht so viel Gas geben. Charles kann Gas geben. So, jetzt hier Platz 19 geklärt, sehr gut. Wir müssen noch ein paar Leute rein. Abwarten und Tee trinken. Sieht überhaupt nicht gut aus hier in Bahrain. Gestern war es schon viel, viel besser. Wie schon gesagt, wir werden hier, ja, das Auto hier, Max Verstappen, habt ihr gerade gesehen, er schlendert da durch die Kurven. Wir verlieren jede Menge Zeit hier. Ja.
Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Gasly hat jetzt einen Defekt. Das wird ihn definitiv auch den Sieg kosten. Muss nämlich jetzt nochmal pitten. Wir haben aber vor uns dann keinen NPC mehr, der pitten muss. Nein, da kommt keiner rein. Beide haben einen Defekt, so wie es aussieht. Ja. Hat einfach, das ist eine Strategie von dem Rivalen, was einfach, ja, für den Arsch. Wirklich für den Arsch. Uns so dermaßen stören, ja. Und jetzt haben wir sogar noch Platz verloren hier. Wir haben sogar auf hey, da hat uns Lando Norris überholt. Habt ihr das gesehen, ey? Wahnsinn, Wahnsinn. Und wir kommen nicht an ihm vorbei. Schaut euch das an. Wir verlieren sogar noch einen Platz. Also, keine Worte dafür, was hier gerade passiert. Ja, verlieren hier einfach mal eben 2 Positionen mit Max Verstappen trotz Boost. Das Auto schlendert hier hin und her. Ich weiß nicht, was Hutch da mit mir vorhat. Selten so eine katastrophale Leistung hier gehabt. 15 und 16, 19 Punkte in Bahrain. Eine reinste Katastrophe, wirklich. Werden sofort wieder auf Mirage switchen. Brauchen doch ein bisschen mehr Grip, wenn wir hier mit den Boosts hier so rausfahren. Keine Worte. Keine Worte, wirklich keine Worte. Den Dreck weg, will ich gar nicht mehr sehen. Mann, 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 was für eine Scheiße, wirklich. Hier, weg. Switchen auf Mirage, ist mir egal, was für ein Rennen jetzt kommt, weil Spirit hat mich hier mal gerade mega enttäuscht. Obwohl, es kommt Spanien. Ja, Spanien brauchen wir Spirit. Ja, dann ist es halt so. Werden aber andere Boosts benutzen für Spanien. Gucken wir mal, ob wir irgendetwas mit Grip haben. Wir hatten Chin, aber davon habe ich auch nur 4 Stück. Eine reinste Katastrophe hier. Ewiges Feuer. Ewiges Feuer gibt Grip. Das werden wir jetzt auch benutzen. Wir werden wieder mit ewiges Feuer und mit Hex fahren. Mit Holzfäller. 110 Punkte nur nach 4 Rennen. Also Bahrain hat uns echt abgeschossen hier. Das muss man ja mal so sagen. Eine reinste Katastrophe, wirklich. Also, oh Mann, Mann, Mann. Dann hat auch noch der Rivale da, der fährt er da mit harten Reifen raus, ey. Auch noch mit defektem Auto und alles. Der hat uns wirklich 7 Runden, hat er uns einfach nur geblockt, ja. Das war so seine Aufgabe. Seine Aufgabe war nicht Punkte zu fahren, sondern einfach uns zu blocken. Und das ist etwas, was ich absolut nicht verstehe. Ja, wie kann man mit so einer Strategie da so rausfahren? Medium und hart. Also, das ist ja extra. Das ist ja einfach nur extra gemacht, um uns einfach nur zu blocken, ja. Natürlich kommen wir an einem Gegner, der mit 100 Teampunkte hat und der nicht aggressiv fährt, der einfach nur Verteidigung fährt. Natürlich verteidigt der dann halt auch gegen uns. Und ja, da haben wir jede Menge Zeit verloren. Jede Menge Zeit. Ja. So, hoffen wir jetzt hier auf ein besseres Rennen. Rivale hier fährt 9 und 12. Wahnsinn. Wahnsinn. So, ewiges Feuer. Holzfäller für Charles. Und raus. Los geht's. Ja, in den Grand Prix wirklich, das ist immer sehr, sehr ärgerlich. Ich werde da immer sehr, sehr schnell frustriert sein. Und hier haben wir jetzt auch wieder, der Rivale fährt hier mit Leclerc auf Hard raus und mit Esteban Ocon auf Soft. Ich hoffe, dass er einfach nur eine 3,5 fährt und eine 5,3, damit der soll mal weg da, der soll einfach weg. So, hier, guter Start von beiden Fahrern. 13 und 15, 14 und 15. Jetzt runter, verteidigen jetzt auch die Position, fahren ein bisschen entspannt. Hoffen wir, dass wieder ein Safety Car kommt. In der 3. Runde bitte. Ihr seht hier auch sehr, sehr eng hier vorne. Wir können angreifen, ist fast unmöglich. Trotz, dass wir hier unseren Rivalen hier auf Hard haben, der blockt die komplette Truppe hier hinten. Dann haben wir Daniel Ricciardo auf Medium, der ist zwischen den ganzen harten Reifen. So, jetzt hier nochmal mit ein bisschen Schwung. So. Fast. Wir werden
in der dritten Runde ein bisschen mehr beschleunigen und versuchen hier den Rivalen bei Start und Ziel zu klären. Müssen aber unseren Sprit sparen, müssen verteidigen hier mit Charles Leclerc, der macht hier hervorragende Arbeit. Der blockt hier Platz 16 und Platz 17 hier hinter uns. Das müsste ein Alpha sein und ein Aston Martin. So, und jetzt hier auf der Start und Ziel, wie schon gesagt, Gegner bleibt auch drin mit auf Softs. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen Gas geben mit Max Verstappen versuchen. Nein, der macht uns hier die Innenseite zu, der Rivale. Das liegt daran, dass er einen höheren Verteidigungswert hat. Ja? Jetzt ziehen wir an ihm vorbei auf... Ja, da, come on, ey, wirklich, also. Manchmal ist das Spiel wirklich einfach nur zum Reinschlagen. Aber was will man machen? So, jetzt hier. Wir gehen auf regulär mit Max Verstappen. Max Verstappen kommt in die Pits. Müssten auch genug Platz haben. So, sehr schön von Charles. Der kann jetzt hier Gas geben. Holzfäller, jawohl, macht den Gap direkt zu bei Start und Ziel. So wollen wir das auch haben. Ja. Werden geblockt in der Boxengasse mit Max Verstappen. Also eine reinste Katastrophe heute. Es ist wieder eine reinste Katastrophe. Ja, und ich mache nichts anderes. Also so ist das hier. So ist das hier, Leute. Seht selber. Come on, Max. Wo stecken wir denn hier? Medium, die haben auch schon alle gewechselt hier vor uns. Also haben jetzt hier die ganzen Truppen hier, die Top 10, die kommt jetzt rein. Der Gegner kommt jetzt auch rein. Gegner ist auf hart mit Esteban Ocon und das wird eine... Ja, das ist nämlich auch so ein Ding. Wie gesagt, wenn wir Gegner haben, die auf Verteidigung fahren, dann haben wir keinerlei Chance. Keinerlei Chance, hier Punkte zu machen. Und das ist genau das, was hier jetzt gerade passiert. Und das jetzt auch noch in einem Grand Prix. Der pimmelt da mit seinem Esteban Ocon da auf Platz 10 herum, blockt die komplette Truppe. Keiner kann überholen. Es ist mega eng. Wir kommen überhaupt nicht zum Überholen. Ja, und das ist halt so ein Ding. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade hier. Die Woche. Ich könnte nichts anderes machen hier als Vollgas zu fahren und einfach nur zu hoffen, dass sich da irgendwo eine Lücke öffnet, dass wir da irgendwie vorbeischlüpfen, aber das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus, ey. Das kann ja nicht wahr sein. Platz 13 haben wir auch nochmal gemacht hier mit Max Verstappen. Max Verstappen holt noch die letzten Punkte raus. Ja, komm, hör auf. Hör doch auf, verdammt, ey. Da werden wir wieder geblockt, verlieren da Position und kriegen jetzt auch wieder nicht hier Bottas oder wer ist das hier? Ja, Bottas, ja. Ich habe keine Worte, ich habe echt keine Worte mehr hier. Jetzt haben wir ihn erst überholt, verlieren hier kostbare Zeit hier. Ocon Gegner mit Sektor-Bestzeit jetzt auch noch mit harten Reifen, also das sollte man verbieten hier, dass der Rivale so eine scheiß Strategie hier fährt, wirklich, also naja. Platz 12 und Platz 16. Das war's für unseren Grand Prix, Leute. Das war's. Hier, wir haben hier Bahrain und Spanien. Da haben wir jemanden erwischt, der uns einfach blockt. Ihr seht selber, 25 Punkte fährt der Affe. Ja, also, ja, keine Worte. Keine Worte. Ja, fährt einfach nur voll auf Verteidigen. Ja, blockt uns hier jede Runde. ...132 Punkte nach 5 Rennen. So, jetzt Imola bei Regen. Lass uns wieder ein bisschen glücklich sein hier. Ja? Lass uns auf einen komplett Regen und dann so wie gestern in der Qualifikation bitte. Ihr seht selber, Leute. Ja? Also die Leute, die das jetzt hier sehen, ich hoffe wirklich, ihr seht, was hier passiert. Ja? Dass wenn die ganze Armee... Wenn die ganzen 20 Autos, ja, minus 2, weil wir sind ja die 2, die auf Angreifen fahren und die anderen 18, die pimmeln da rum. Ja, die fahren auf Verteidigung, gehen auf harte Reifen raus, blocken bis wann das Zeug hält und fahren dir dann 25 Punkte mit 1640 Teampunkte. Also das sollte verboten werden, aber so ist das Leben. So, Imola trocken, Qualifying. Wir hatten 67% Regen, vorhergesagt, allerdings nein. So, Ocon und Max Verstappen fährt der Gegner, es regnet. So, hier gehen wir wieder raus jetzt
Lass uns einfach hoffen auf ein gutes Rennen, wirklich. Also. So. Fahren auf regulär raus, diesmal. Ich will gar nicht mehr so viel pushen. Wir haben ja selber gesehen, es bringt auch nichts. Also versuchen wir jetzt hier, so jetzt hier können wir Gas geben. Mit Max Verstappen versuchen wir direkt zu blocken. So, Position halten. Cool zu bleiben auch. Charles macht da ein paar Fehler. Werden hier wie gestern auch eine 2-3-3 fahren mit Charles. Aber auch nicht so viel Gas geben, weil gestern haben wir auch gemerkt, dass wir dann plötzlich in den letzten 3 Runden nochmal einiges an Positionen gut machen konnten. Allerdings hatten wir da nicht den nötigen Sprit. Ja? Und natürlich auch, ja, Reifen hatten wir genug, aber Sprit war das Problem gestern in den letzten 3 Runden. Also werden wir ein bisschen entspannter jetzt auch fahren. Sehr schön hier von Charles Leclerc, hat jetzt Position 11 und dann in die Pits. Das sieht gut aus. Bleibt alle draußen, Jungs. Jawohl, die bleiben alle draußen. Das ist gut für uns. Jetzt haben wir Platz. Können dann mit Max Verstappen hier in der letzten Runde, also in der 4., schön Gas geben. So, hier gehen wir runter vom Gas mit Charles. Und lass uns hoffen, dass wir hier Platz kriegen. So, jetzt können wir Gas geben. So, da kommen auch jetzt hier ein Aston Martin kommt rein und da kommen ein paar Leute rein, die müssen wir alle klären. Jawohl, oh, sehr gut. Sehr, sehr schön. Schaut euch das jetzt an. Jetzt machen wir einen Gap zu hier. Leclerc muss wieder fliegen und er fliegt. Schaut euch das an, wenn da Platz ist, was da abgeht, ey. So, da werden wir abgebremst, ist ja klar, vor der Kurve. So, Max Verstappen muss jetzt in die Pits. Haben wir fast vergessen. So, jetzt hier wieder Gas geben. Und jetzt hier Vollgas. Los geht's. Komm schon. Die kommen nämlich alle in die Pits. Alle. Und wir sind auf Position 3 mit Charles. Sehr schön. Können hier nochmal Gas geben. Position 2 holen wir uns auch noch. Jawohl. Wieder runter vom Gas. Müssen wir jetzt schon pitten? Ja, wir müssen jetzt schon pitten. Das sieht sehr, sehr schön aus hier. Das ist so wie gestern in Imola. Charles Leclerc dreht wirklich durch. Also das ist unglaublich, was der hier auf den Geraden an Zeit wieder reinholt. Ja? So, wir hoffen, dass wir auch jetzt hier mit Max ein paar Positionen machen. Charles kommt wieder raus. Eine 3-3-2, ja, wenn man das weiß, dass die ganze Truppe hier zur 4. Runde reinkommt, dann ist eine 3-3-2 natürlich auch sehr, sehr gut. Bleiben jetzt mal kurz hier hängen. Wer ist das? Esteban Ocon? Den müssen wir klären. Das ist unglaublich. Da bleiben wir wieder hängen. Da bleiben wir wieder an Ocon hängen. Ey. Das ist so asozial, wirklich. So, komm schon. Hier bleiben wir noch vom Gas weg. So, jetzt hier auf der Geraden müssen wir Ocon machen. Wir müssen Ocon machen und wir müssen auch aufpassen hier mit Max. Der hat ja kaum noch Profil, ja? So, da kommen noch ein paar Leute rein, das ist gut. Platz 8 und Platz 13, das ist okay. Vielleicht kommt da jetzt noch der ein oder andere rein. Nein. So, jetzt bleiben wir mit Charles hier auf Vollgas für die letzte Runde. Versuchen noch den Mercedes zu klären. Nein, der blockt uns. Jetzt machen wir ihn. Nein. Ja, der ist schon geflogen. Das war's. Die ganze Power hat der da verballert. Und da schaut euch das an, wie uns da Hamilton blockt. Das wird auch nichts mehr. So ärgerlich. So ärgerlich. Das ist einfach zu viel Blocken. Also das Verteidigungssystem, die Verteidigungsmechanik, die ist nach wie vor noch komplett kaputt hier. Ja, Hutch kriegt das irgendwie nicht geklärt. Da haben wir noch Position 6 geholt. Nochmal auf die Schnelle da. Wie gesagt, dieses Blocken, dass uns da ein Mann vor uns 3, 4, 5 Mal blockt, das kann ja gar nicht sein. Das kann ja gar nicht sein. Ja. Erst recht, wenn wir da mit epischen Fahrern auf 5 rausfahren, jetzt in dem Fall sogar ein 6er-Fahrer, Charles Leclerc mit Hex, also naja. Schauen wir uns das nochmal an. Esteban Ocon auf 7, Max Verstappen auf 6, er fährt auch mit Flux und Claw. 32 Punkte bringen wir nach Hause, Gegner 21 mit höheren Teampunkten.
Das sagt alles aus. Das ist es, wenn wir uns nicht blocken können. Ne? 164 Punkte nach 6 Rennen. Das sieht doch okay aus. Wir sollten in den nächsten 2 Rennen, ich hoffe, dass wir hier 30 Punkte nochmal einfahren je Rennen. Dann sollten wir auf 220 Punkte kommen. Dann würden wir uns hier so ungefähr, ja, Overcut würde ich gerne überholen. Das ist so Taco. Ja, Taco haben wir. Der Taco-Mann, der hat es vor uns geschafft. So, ich werde jetzt hier auch nochmal auf Mirage switchen und werde Tempo Boosts benutzen. Das ist das Einzige, was uns eventuell noch hier rettet. Uns fehlt einfach der Grip, wenn wir auf Spirit fahren. Da fehlt uns der nötige Grip und da verlieren wir einfach kostbare Positionen. Ja, wir haben das Schlendern ja gesehen in Bahrain. Das war schon ein bisschen nicht unbedingt gut. Ja, mein Gasly ist Imola heute mit Hex auch zu tief geflogen. Zu tief, ja. Die müssen, da muss einfach manchmal mehr kommen von der Spielmechanik. Ja, wenn wir doch schon Boost benutzen. Ich erwarte nicht, dass wir direkt nach der ersten Runde auf dem ersten Platz sind, wenn wir Boost benutzen. Aber ich erwarte schon, dass wir dann ein gewisses 16,74 haben wir jetzt hier. Adler im Anflug. Gucken wir mal, wie schnell dieser Adler ist. Fahren hier in Silverstone. Am besten auch werden hier mit dem Vordermann auf tödlich schnell switchen mit Medium. Beide Fahrer auf Medium schicken wir hier raus und werden hier mit Abtrieb auf Max Verstappen und mit Charles Leclerc werden wir auf tödlich schnell rausfahren. Eventuell, ne, Taurus, ja komm on, wir fahren mit Taurus raus. Ja. Hat auch jede Menge Reifenmanagement, das heißt für uns dann, dass wir mit beiden Fahrern eine 4-3 fahren können. Warum fährst du nicht mit Ocon? Hast ihn doch bestimmt auf 7. Nein, Moro, ich habe den auf 5. Und Ocon ist genau wie Hamilton. Selbst wenn ich Hamilton auf Max habe, ich werde mit dem nicht fahren. Ocon macht auch zu viele Fehler, was ich dann irgendwie nicht mehr ausgleichen kann mit meiner Strategie. Das ist mir ein bisschen zu wild. Ocon ist nicht unbedingt gut, ja. Das sind meine 2 besten Fahrer hier. Russell brauche ich noch 3 Parts, dann habe ich Russell auf 6. Wir sehen jetzt hier nicht unbedingt den besten Start hier von Max, hat aber jetzt auch wieder was gut gemacht, das ist gut. So, bleiben jetzt hier, verteidigen die Position 13 und 16 und gucken uns mal hier oh, das sieht doch gut aus. Wir haben hier vorne einige Leute hier auf Softs, das ist sehr, sehr gut. Wir haben hier einen Gegner hier, Esteban Ocon auf Hard, da kommt es nämlich auch wieder. Da haben wir wieder hier den Blocker, ja, der Rivale blockt hier bis wann er nicht mehr kann, was uns dann natürlich nicht unbedingt hier das Rennen leichter macht. Ja. So, los geht's. Ja, wenn man Ocon auf 6 oder auf 7 hat, dann würde ich ihn dann eventuell auch vielleicht nehmen, aber ich habe den erst auf 5. So, da kommen schon die Leute auf Softs jetzt in die Pits. Wir werden jetzt hier mit Charles Leclerc Gas geben. Sehr gut, wir haben die alle mit Max haben wir die fast alle auch geholt gehabt. Ist aber alles entspannt. Sieht gut aus. Rivale kommt definitiv jetzt in die Pits mit einem Fahrer und da kommt dann auch Lando Norris vor ihm auch nochmal rein. Und dann werden wir versuchen, in der letzten Runde so nah wie möglich an Ocon heranzukommen, nicht vorbeizukommen. Vorbeizukommen, glaube ich, eher weniger, weil er blockt. Oh, habt ihr das gesehen von Charles? Habt ihr das gesehen? Der hat da einfach mal eben 2 Sekunden in der Kurve gelassen. So, jetzt nochmal Gas. Das ist jetzt die Chance hier für uns, mit Charles Leclerc gut wegzukommen. Sehr gut. So. Wir gehen auch kurzzeitig in Führung. Gegner kommt jetzt auf Medium. Das heißt, sein Lando Norris wird nicht unbedingt schnell fahren in den nächsten 4 Runden. Das steht fest. Versuchen hier so gut wie möglich jetzt hier den Gap zu schließen.
mit Charles, haben aber noch vor uns hier Valtteri Bottas auf Medium, der aber auch nochmal pitten muss. So, jetzt hier nochmal Gas geben, in die Boxeneinfahrt. Mit reichlich Profil. Gegner kommt auch mit Ocon rein, das ist gut. So, und jetzt schnell, schnell, schnell muss das gehen. Schnell, schnell raus, schnell raus. Verlieren da 2-3 Sekunden. So, und jetzt Vollgas. Kommen auf Platz 9 raus, sehr schön. Und auf Platz 15. Das ist doch gut. Das ist doch gut. Und so, jetzt können wir Gummi geben hier. Haben vor uns jetzt noch Ocon, NPC, der tanken muss. Norris, Gasly, die müssen auch nochmal tanken. Vor uns hier Carlos Sainz auch nochmal. Ocon auf hart, den müssen wir klären. Den müssen wir klären. Ja, er wird auch, der kommt zweimal, kommt der auf hart raus, ja. Also diese Strategie, ich möchte wissen, was dahinter steckt. Was diese Leute, also wenn er wirklich da ist. Und ihr seht selber, er blockt, ja, er blockt und öffnet Gap. Das ist unglaublich, ja, auf hart, was man dann mit Ocon da plötzlich machen kann, ja. Wurden geblockt mit Max Verstappen, müssen Position wieder zurückgeben. Platz 14 konnten wir nicht halten. Valtteri Bottas jetzt auch noch mal vor uns hier, hat sich da vorbei, wegen dem Block von Ocon, ja, wegen dem Scheißblock mit seinen harten Reifen. Kommen wir nicht vorbei. Die Boosts haben absolut keine, die funktionieren nicht. Ja, so kommt es mir vor hier. So jetzt hier mit Max Verstappen können wir noch einiges an Positionen machen. Sehr gut. Hier Platz 11. Das sind unsere 30 Punkte, die wir haben wollen. Aber ihr seht selber, 3 Runden Vollblast mit Tauros auf Medium-Reifen mit Charles. Der kommt nicht vorbei. Kommt nicht vorbei. Verteidigungsmechanismus ist wieder 100%, ja, 100% hier. Ja, und der Idiot hier da vorne, da mit Ocon, da schaut euch das an, was für ein Müll, ey, wirklich, was für ein Müll. Holen noch Position 7 und Position 10, alles okay, bin total zufrieden, bin ich ehrlich. Ist gut, sind 33 Punkte, die wir hier nach Hause bringen, nach Silverstone. Ai. Werde den Support definitiv auch anschreiben mal nach diesem Grand Prix. Ist einfach ärgerlich, es ist ja ein Bot, ja, es ist ja noch nicht mal ein Live-Spieler und dass der Bot dann mit dieser Strategie ausgestattet wird, ist einfach eine Frechheit. So, fahren in Zandvoort, letztes Rennen. Leute, ich brauche eine kleine Pause hier. Wir machen zusammen hier die Goldkiste auf als Entschädigung so gesehen. Und ja, vielleicht kommt ja George Russell, die 3 Teile, die wir brauchen, kommt ja hier raus und dann können wir Russell benutzen für das letzte Rennen in unserem Grand Prix. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Die Livestreams werden immer mehr. Ich hoffe, es macht Spaß. Es macht euch Spaß, hier zuzusehen, wie wir hier verlieren, wie wir uns eigentlich mehr aufregen über dieses Spiel als alles andere. Goldene Kiste und die 2 legendären Kisten, die da waren und noch die Platinkiste. Da war einfach nur wieder Rotz drin. Ja, sehr, sehr schade. So, hier nochmal, um die Frage zu beantworten, warum ich nicht Ocon nehme. Esteban Ocon ist hier unten. Und ihr seht selber, von den Werten her ist er nicht unbedingt der Beste. Wir gehen hier -6 und -11 Überholvorgang flöten und das ist nicht unbedingt gut. Ja, das ist nicht schön. Ich bevorzuge sowieso auch einen Serie 12 Fahrer auf der gleichen Stufe wie zum Beispiel jetzt Max Verstappen oder Charles Leclerc auf 6 anstatt Esteban Ocon zu nehmen. Russell, wie gesagt, wenn Russell jetzt den Sprung nach oben macht und auf 6 abgegradet werden kann, dann werde ich ihn ersetzen. Dann werde ich Charles Leclerc ersetzen. Bei Charles ist das auch so eine Sache, mir fehlt da einfach der Überholvorgang. Konstanz ist nicht unbedingt wichtig im Grand Prix, Spritmanagement und Reifenmanagement auch nicht, weil wir wollen ja nicht lang gehen, wir wollen ja eigentlich überholen und brauchen dann auch die Power und dann holen wir uns den Spritmanagement und den Reifenmanagement, können wir uns dadurch mit einem Boost einfach ergänzen, sagen wir mal so. Von daher, ja Leute, ich check nochmal eben ganz kurz, so hier ist alles wunderbar, Mirage fahren wir raus in Zandvoort und ja, lass uns hoffen, dass es regnet, dass wir dann unsere Regenboost benutzen können und eventuell ein paar gute Punkte nach Hause bringen. 230 Punkte, die sollten wir nach Hause fahren, sollten hier Overcut überholen, also 30 Punkte mindestens müssen wir machen,
damit wir den Herr Overcut hier überholen. Und dann werden wir uns auch so Platz 30 positionieren. Das wird aber nicht lange anhalten. Wir werden uns, denke ich mal, hier so Platz 50 bis Platz 60 positionieren. Wir haben eine 64er, eine 63er Gruppe, was okay ist. Für mich ist wichtig, einfach nur ins Finale zu kommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mich immer so aufrege. Finale ist das Wichtigste, dass man sich die Kiste mit nach Hause nimmt, weil also Top 10 schaffen wir in den Champions noch nicht. Lasst mich unten in den Kommentaren wissen, jetzt hier in dem Live-Chat, was ihr davon hält, wenn ich nächste Woche Anwärter fahre, um mir auch dann die Medaille zu holen. Natürlich versuchen wir da Position 1 zu fahren, also den Grand Prix als Position 1 abzuschließen, damit wir die CC-Punkte holen können für nächste Saison. Platz 3, das ist bis jetzt diese Saison das Beste, das war auch in der Anwärterklasse vor ein paar Monaten. Von daher versuchen wir die Medaille zu kriegen, die Position 1 Medaille, ja, für die CC-Punkte nächstes Jahr. CC-Punkte und Güterhandel werden wir auf diesem Kanal noch besprechen, wenn es dann soweit ist. Wir sind ja noch ziemlich frisch in der Saison. Von daher abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Kostenloses Abo dalassen, damit ihr bloß keine Videos verpasst von mir. Und ja, lasst uns hier die Bude rocken. So, da haben wir fahren hier, es ist trocken. Fahren wir mit ewigem Feuer. Und mit Charles Leclerc fahren wir hier mit Holzfäller. Holzfäller oder, nee, wir benutzen Straßenhai. Und los geht's. Der eine kommt auf Softs raus, der eine kommt auf Medium. Wie gehabt, die gleiche Strategie in Zandvoort wie beim ersten Rennen, Leute. Hoffen wir auf 30 Punkte. Und dann ist alles wunderbar hier. So, wieder Gas geben. Gegner kommt auf Softs und auf Hard wieder raus. Fährt aber mit Charles Leclerc, so wie es aussieht. Jawohl. Fährt hier mit Charles Leclerc auf Hard und auf Esteban Ocon auf Softs. So, hier gehen wir runter vom Gas mit beiden. Wie immer. Anwärter ist Hölle, ja klar, Ibo. Da reichen ja auch schon 1300 Punkte, um so gesehen Platz 1 und Platz 2 zu fahren. Also es ist hart da. Ja, also da kommen dann die ganz, ganz Großen, die nämlich in der Champions im Moment auch nicht unbedingt Platz 1 fahren. Das heißt, die Leute dann mit 1600 Punkten aufwärts und die machen dann da richtig Radau. Und ihr seht jetzt hier, Charles Leclerc verliert auf Medium, verliert hier Position. Wir müssen mal gleich nochmal nachschauen, warum. Wir machen hier gar keine Plätze hier in Turn 1, also sehr ärgerlich auch. Gehen hier runter vom Gas, brauchen ja auch gar kein Gas zu geben hier. So, wir wurden hier auf Softs überholt von Daniel Ricciardo und Lance Stroll. Haben wieder eine Position gut gemacht. Wir kommen mit Max hier auf Softs. Natürlich nicht an hier in jeder Kurve, die überhaupt möglich ist, und wir verlieren wieder kostbare Zeit. Kostbare Zeit verlieren wir hier wieder. Werden wieder überholt hier mit Charles. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Jetzt hier auf der geraden Innenseite. Jawohl, es funktioniert mal. Ja. Fahren sogar mal kurz die Bestzeit. Wir können hier wieder runter vom Gas mit beiden Fahrern. Max Verstappen kommt jetzt in die Pits. Den werden wir einen neuen Satz Reifen verpassen. Wieder runter hier. Hier können wir ein bisschen Gas geben jetzt hier mit Charles. Wir fahren hier mal regulär mit Max Verstappen jetzt in die Box. Und wer kommt da alles rein? Platz 8 kommt rein, Platz 9 kommt rein, 10, 11, 13. Sehr schön. Die Position machen wir jetzt gut hier mit Charles. Charles kann auch jetzt Gas geben, bleibt auf Gas. Oh, wir haben jetzt sogar den anderen Charles Leclerc überholt, den Rivalen. Platz 9. Wir haben jetzt vor uns hier Fernando Alonso, die Ente, die uns natürlich hier einiges an Minuten kostet hier, an Sekunden. Schaut euch das an. So, jetzt vielleicht nach hinten. Nein, will er auch nicht. Nein, will er nichts wissen. Da, schaut euch das an. Da wurden wir jetzt 3-mal geblockt. Jetzt auch nochmal hier Heckflügel, 4-mal geblockt. Keine Worte für diese... und Boxeneinfahrt komplett verhauen auch. Komplett verhauen. Ja, verlieren da kostbare Zeit. Kommen gut raus, immerhin. So, jetzt hier an der Innenseite, Pierre Gasly, den müssen wir mal machen. Nein, werden auch wieder geblockt. Wofür benutzen wir überhaupt Boost, wenn wir geblockt werden? Hutch. Ich hoffe wirklich, dass Hutch diese Videos zuseht, damit die auch an der Spielmechanik irgendwas ändern können.
Weil ich weiß gar nicht, ob die Jungs da, die dieses Spiel entwickeln und so, ob die überhaupt auch einen Account haben und ob die überhaupt spielen. Weil sehen die Fehler nicht, die wir hier haben? Schon ärgerlich. So, jetzt hier nochmal Gas. Gegner kommt rein. Jetzt kommen die ganzen Idioten rein, die auf Hard gewechselt haben. Also die auf Hard angefangen haben. Und die machen wir natürlich nicht, weil wir wieder hängen bleiben. Wir bleiben wieder hängen. Jetzt, Max Verstappen, jetzt hat er da kurz ein kleines Loch gefunden und ist da reingegangen. Ja, und hängt da jetzt auf Position 11, was natürlich auch nicht unbedingt perfekt ist. So, jetzt hier, vor uns Fernando Alonso auf Softs. Der ist ja gerade in die Pits gekommen, auf Hard. Der hat natürlich die ganze Truppe aufgehalten. So, hier nochmal Gas geben. Charles Leclerc macht auch noch den anderen Charles Leclerc. Das ist gut. So muss das auch sein. So, jetzt hier auf der Geraden, da können wir nochmal Gas geben. Der Gegner hat auch das Problem, dass er hier geblockt wird von irgendjemandem. Ich denke mal, das ist Ocon da vorne. Hat ihn aber jetzt geklärt. Wir klären auch nochmal mit Charles jetzt hier Position 12. Das sind doch unsere 30 Punkte, oder? 28 Punkte. Können auch nicht mehr so viel Gas geben, haben kaum noch Sprit. Müssen hier runter, komplett. So, komm, Position 11 können wir noch machen. Nein, wir werden gestört hier von unserem Rivalen, ja. Also wir blocken ihn. Oh, was macht denn da mein Charles Leclerc? So, wieder 10 und 12, 28 Punkte. Wir haben geschafft. Wir haben nicht geschafft, Overcut zu überholen. Das war's. Ach, Mann. Was für Rennen, wirklich. Also diese Woche, das Quali gestern, das war super. Aber das Finale, eine reinste Katastrophe. Ja, Charles Leclerc auf 7, Ocon auf 7, ist ja klar. True Grit und Mirage fährt genauso wie wir, natürlich mit abgegradeten Setup. Ja, hat nur mit einem Punkt gewonnen. Ja, ich sag ja, gib mir das Equipment von dem, gib mir das Setup von dem und ich würde hier fliegen, wirklich fliegen. Das war's vom Finale, Leute. Platz 30, 225 Punkte. Qualifikation gestern war definitiv besser, da haben wir 28 Punkte mehr gehabt. Und ja, Hauptsache im Finale. Das sind unsere Punkte hier. Gar nicht gut, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht zufrieden. Hier hoffen wir, dass wir uns trotzdem noch irgendwie in der Top 40 wäre super, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Preise schauen wir uns auch nochmal an hier. Sagen wir mal, wir werden Platz 50. Dann kriegen wir hier diese Kiste hier. Ist okay, 29 epische Teile, 58 seltene und 186 blaue Teile. Das ist doch gut. Die Boosts sind egal, die Woche sind die Boosts nicht gut. Von daher. Ja Leute, von meiner Seite aus war's das. Ich bedanke mich nochmal bei euch fürs Zusehen. Danke für den Support die letzten Monate. Macht mir auf jeden Fall auch Spaß hier mit euch F1 Clash zu spielen. Und Leute, wenn ihr euer Finale noch nicht gefahren habt, dann drücke ich euch definitiv die Daumen. Und ja, ich hoffe für euch, dass ihr ein erfolgreiches Grand Prix Finale habt bei euch in der Liga. Und dass ihr immer noch Spaß an dem Spiel habt. Genau, Muro, Hauptsache Finale. Und wie gesagt, ich hoffe, dass ihr besser abgeschnitten habt. Muro, du hast mehr Punkte gemacht wie ich. Das ist sehr, sehr gut. So muss das auch sein. Am besten 300 bis Ende. Also 376 Punkte. Das wäre natürlich super. Das ist unser Ziel hier, dass wir das dann in den Champions irgendwann mal fahren. Ich bedanke mich nochmal bei euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntagabend und wir sehen uns mit einer weiteren Folge auf meinem Kanal. Von daher, bis die Tage. Ciao Leute. Dankeschön.